Bei einem Event zu drehen ist ziemlich herausfordernd. Du darfst keine wichtigen Momente verpassen, musst schnell auf unterschiedliche Situationen reagieren und darfst dabei nicht die Veranstaltung stören. In diesem Video zeige ich dir, worauf es ankommt, wenn du erfolgreiche und emotionale Eventvideos drehen willst, welche Technik du unbedingt dabei haben solltest und wie du deine Eventvideos einfach verbessern kannst. Los geht's! Herzlich willkommen bei Mindnap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur Mindnap und dieses Kanals. In unseren Videos gebe ich dir regelmäßig Tipps zur Gestaltung deiner Filme und wie du sie für ein erfolgreiches Videomarketing einsetzen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, lass uns also gerne ein Like und ein Abo da. Egal ob Firmenfeiern, Messen, Konferenzen oder Galaveranstaltungen, Eventvideos haben nicht nur die Funktion, eine Veranstaltung zu dokumentieren, sondern immer auch Werbefunktionen. So können Sie beispielsweise Produkte oder Dienstleistungen vorstellen oder Besucher auf eine Folgeveranstaltung gespannt machen. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene kann die Aufnahme eines Events eine besondere Herausforderung bedeuten. Deine Aufgabe als Videografin oder Videograf besteht darin, ein Event so zu filmen, dass es eindrucksvoll und spannend rüberkommt, ohne dabei die Besucher, Sprecher oder Performer in ihren Auftritten zu stören. Weil sich der Dreh eines Events von anderen Produktionen unterscheidet, fasse ich dir einmal die wichtigsten Punkte zusammen, mit denen du den Dreh eines Eventvideos sicher meisterst. Wie bei jedem Dreh ist es wichtig, sich die Räumlichkeiten vorher anzuschauen. Sei deshalb rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn da. Beim Filmen eines Eventvideos solltest du dir außerdem einen Überblick über den Ablaufplan der Veranstaltung verschaffen. Darauf basierend kannst du deine Filmaufnahmen planen. Achte darauf, dass du auch während der Veranstaltung zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Gerade wenn man ein Event alleine dreht, kann das ziemlich herausfordernd sein. Manchmal geht es auch schlichtweg gar nicht. Darauf solltest du deine internen und externen Auftraggeber im Vorfeld hinweisen. Informier dich darüber, welche Personen bei dem Event wichtig sind, um diese auch definitiv auf Kamera festhalten zu können. Dabei helfen können dir Fotos dieser Personen, die du auf dem Handy dabei hast, um zwischendrin abzugleichen, dass du auch wirklich die richtigen Leute filmst. Dein Eventvideo sollte eine klare Botschaft haben, an der du dich bei den Aufnahmen orientieren kannst. Botschaften können zum Beispiel sein, dass du auf ein zukünftiges Event gleicher Art hinweisen willst, dass ein bestimmtes Produkt neu vorgestellt wird oder dass du einfach nur eine besonders gute Stimmung zeigen willst. Das ist später für die Dramaturgie des Schnitts wichtig, aber eben auch dafür, dass du schon beim Dreh im Kopf hast, welche Bilder du brauchst und entsprechend reagieren kannst. Abwechslungsreiche Bilder sind extrem wichtig für den Schnitt von Eventvideos. Achte also darauf, unterschiedliche Einstellungsgrößen zu filmen und, wenn möglich, regelmäßig den Ort und damit deine Perspektive zu wechseln. Wie du auch als einzelner Kameraoperator zu abwechslungsreichen Bildern kommst, erfährst du in unserem Video zur 5-Shot-Technik, das ich dir in der Infobox verlinkt habe. Richte deine Kamera aber auch immer mal wieder auf Dinge, die nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Wenn du zum Beispiel einen Vortrag filmst, zeig auch Reaktionen des Publikums, das Networking zwischen den Vorträgen oder ungewöhnliche Perspektiven. Dabei darfst du natürlich keine wichtigen Momente verpassen. Bei Veranstaltungen wie Messen solltest du besonderen Wert darauf legen, Szenen wie Begrüßungen, Präsentationen, Produktvorstellungen oder Verabschiedung wichtiger Gäste oder Unternehmensvertreter zu filmen. Was sich darüber hinaus immer anbietet, sind Aufnahmen von Speakern, Messeständen, Sponsoren, Logos, Gästen, Personal, Deko und so weiter. Interview-Statements eignen sich perfekt, um Informationen zu teilen, die durch die Aufnahmen alleine nicht klar werden. Du kannst zum Beispiel Gesprächspartner darum bitten, etwas Beschreibendes über das Event zu erzählen, über ihren Bezug zur Veranstaltung und ihre persönlichen Eindrücke davon. Falls du noch nie ein Interview geführt hast, kannst du dir in unserem Blogpost oder unserem Video zu dem Thema ein paar Tipps holen. Den Link zu beidem findest du in der Videobeschreibung. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Kläre vor Interviews ab, ob die gefilmten Personen auch wirklich im Video zu sehen sein sollen und wollen. Dabei geht es um Bildrechte und da solltest du dich unbedingt absichern. Am besten schriftlich. Wenn das nicht geht, bitte die betreffenden Personen vor der Kamera ihr Okay für eine Veröffentlichung zu geben und nimm das auch auf. Wenn du bei einer Veranstaltung filmen willst, musst du oft spontan reagieren und solltest deine Technik daher sehr gut unter Kontrolle haben. Oft lassen sich Situationen nämlich nicht wiederholen. Die beste Technik ist also die, die du gut kennst. Je nachdem, ob du alleine oder im Team arbeitest, bieten sich, grundsätzlich gesagt, aber auch unterschiedliche Setups an. Wenn du alleine filmst und vor allem Wert auf dynamische Impressionen legst, empfehle ich dir, mit einer DSLM-Kamera auf einem Einhandgimbal zu drehen.
So bist du flexibel, kannst schnell deine Perspektive wechseln und kannst gestalterisch sehr viel machen. Wenn du Statements, also Interviews oder O-Töne von Personen drehen willst, solltest du zusätzlich ein kleines akkubetriebenes Licht mit Stativ, ein Mikrofon, Audiorekorder und Kopfhörer dabei haben. Wenn du nicht gerne mit Gimbal drehst oder häufig das Objektiv wechseln willst, ist ein Monopod eine gute Alternative. Hier hast du den großen Vorteil, dass du nicht jedes Mal deinen Gimbal neu ausbalancieren musst, wenn du das Objektiv oder den Zoom wechselst. Und trotzdem nicht ein ganzes Stativ dabei hast, was dich bei der Bewegung stark behindern würde. Beim Filmen einer Bühne kann das sehr nützlich sein, da du für Nahaufnahmen von Speakern eine andere Brennweite brauchen wirst als beim Filmen eines Interviews. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu Kamera-, Ton- und Lichttechnik, die wir aktuell benutzen. Schau sie dir mal in Ruhe an und wenn du Fragen hast, schreib uns einen Kommentar dazu. Einerseits willst du immer nah an der Action sein und die coolsten Bilder filmen. Andererseits müssen Kameraleute sich auf Events so unauffällig wie möglich verhalten, um nicht den Ablauf, das Publikum oder die auftretenden Personen zu stören. Das ist ein häufiger Konflikt, den du nur mit vorausschauendem Verhalten, Absprachen und Erfahrung auflösen kannst. Sei aufmerksam für das, was um dich herum passiert und schau nicht nur auf das Display deiner Kamera. Häufig hast du bei Veranstaltungen auch mit anderen Kameraleuten oder Fotografen zu tun, die die gleichen Dinge ablichten wollen wie du. Auch hier ist es wichtig, miteinander zu kommunizieren, damit jeder ungehindert tolle Fotos und Videos machen kann. Ein Tipp noch von mir: Achte auf deine Kleidung. Ratsam ist dunkle, schlichte Kleidung. Dadurch stichst du weniger ins Auge. Das lenkt einerseits die anderen Menschen im Raum weniger ab, andererseits ist es so weniger auffällig, wenn du mal irgendwo in einer Reflexion oder in den Bildern anderer Kollegen zu sehen bist. Obwohl Veranstaltungen in der Regel mehrere Stunden oder Tage lang dauern, bedeutet das nicht, dass auch dein Video genauso lang sein sollte. Die Videolänge ist abhängig von der Zielgruppe und dem Veröffentlichungsort. Länger als ein paar Minuten sind Eventfilme aber so gut wie nie. Für den Dreh heißt das: Weniger ist oft mehr. Niemand braucht eine 15-Minuten-Aufnahme des Publikums, sondern die richtigen 15 Sekunden. Mein Tipp: Wenn du einen besonders schönen Moment gedreht hast, lass die Aufnahme noch 5 Sekunden laufen und setze dann ab. Der Schnitt wird es dir danken. Musik ist ein super Mittel, um die Stimmung und den Rhythmus in deinem Video vorzugeben. Wähle deshalb vor dem Schnitt einen Song aus, der zur gewünschten Aussage deines Videos und zur Art des Events passt. Nebenbei, auch wenn Musik auf dem Event läuft, das du filmst, kannst du die Aufnahmen dieser Musik nicht in deinem Video verwenden. Dagegen sprechen offensichtliche technische, aber auch rechtliche Gründe. Einen Überblick über die besten Anbieter für rechtlich einwandfreie, hochwertige und lizenzfreie Musik findest du im hier verlinkten Video. Der Dreh bei einem Event ist gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Du darfst den Ablauf nicht stören, willst aber trotzdem nah dran sein. Du willst abwechslungsreiche Bilder drehen, darfst aber auch keinen wichtigen Moment verpassen. Du willst nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig drehen. Und das Ganze mit kreativen Bildideen und natürlich technisch einwandfrei. Was dir helfen kann, ist eine gute Vorbereitung, eine klare Absprache zur Erwartungshaltung deiner Auftraggeber, ob intern oder extern, und Erfahrung. Was du üben kannst, ist die schnelle und sichere Bedienung deiner Technik, und zur Inspiration hilft es extrem, sich andere Eventfilme anzuschauen. Und ganz zum Schluss sammelst du deine Erfahrungen natürlich nur beim Machen. Also leg am besten gleich los. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNap mit Videos mehr erreichen.